3 bis 4 Wochen kein Update mehr, dieses Mal. Bringen wir ein 2024er Model, außen gekennzeichnet. Standardreichweite. Seht her, jetzt sind es ungefähr 432 Kilometer. Beim Abholen war der Akku fast voll. Jetzt 99%, 432. Also ein Standardreichweitenfahrzeug. 60 Kilowattstunden Batterie, Lithium-Eisenphosphat. Und es wurde im April 2024 produziert. Also ist dieses Auto definitiv ein 2024er Modell. Dann machen wir eine statische Erfahrung. Obwohl ich weiß nicht, was man bei diesem Auto an statischer Erfahrung erleben kann. Aber da ich drin sitze, muss ich erstmal eine statische Erfahrung machen und ein Video aufnehmen, oder? Dieses Auto habe ich für 2.832 gemietet. Also etwa 400 Euro. Also, was ich sage, sage ich. Weil ich selbst bezahlt habe, bin ich der Boss. Neben mir sitzt niemand, also kann ich einfach so reden. Und sobald ich in diesem Auto bin, muss ich sagen, dieses Auto bestimmt. Jedenfalls hat sich insgesamt nichts verändert. Aber hier, das ist weiß. Schau, weiß. Ursprünglich war es Holzmaserung, glaube ich. Ich erinnere mich, es war Holzmaserung. Aber jetzt siehst du, es ist so eine Leinwand, nein, kein Leinwandstoff. Wie Stoff? Ein schwer zu beschreibender Stoff, jedenfalls eine Art Stoffmaterial. Dieses Material sieht zunächst einmal sehr nach der Farbe meiner Kinderunterwäsche aus. Ich weiß nicht, ob man in Amerika solche Unterwäsche getragen hat. Aber diese Farbe erinnert mich an diese Unterwäsche. Und deshalb mag ich sie nicht. Weil ich diese Farbe bei Unterwäsche hasse. Jetzt trage ich nur noch schwarze Unterwäsche. Ich kaufe selten noch Unterwäsche in dieser Farbe. Der Anblick ist einfach nur unangenehm. Vielleicht mögen es manche, aber ich mag es nicht. Und dann muss ich noch sagen, sein Design hat einen sehr schlechten Punkt, nämlich dieses Teil unten. Er hat einfach eine Ambientebeleuchtung hinzugefügt. Eigentlich wäre es auch egal, wenn er sie weglassen würde. Mein 2021er Motorrad hatte keine Ambientebeleuchtung, aber es war auch ganz gut so. Ohne Ambientebeleuchtung wäre es nicht schlecht. Aber sobald er diese Ambientebeleuchtung hinzufügt, wirkt es einfach nur schlecht. Denn diese Ambientebeleuchtung, moderne Ambientebeleuchtungen, egal von welcher Marke, selbst bei Mercedes sind es moderne, versteckte Ambientebeleuchtungen. Wer macht denn heutzutage noch solche? Offensichtlich in einzelnen Leuchten als Ambientebeleuchtung? So etwas. So etwas. Diese Ambientebeleuchtung ist einfach die schlechteste Ambientebeleuchtung. Genau. Nachträglich eingebaut hat man kein Ambiente. Nachträgliche Anbauteile am Auto werden so eingebaut. Das ist im Allgemeinen normal. Werkseitig eingebaute Ambientebeleuchtung wirkt einfach billig. Besser nicht gemacht als schlecht gemacht. Wenn das Zeug blinkt. Mann, dieser Disco-Stil, ich weiß nicht. Disco-Stil. Tuning-Wirbelwind. Aber wenn es allen gefällt, kann ich nichts machen. Aber ich mag es jedenfalls nicht. Diese beiden Punkte mag ich nicht. Und an anderen Stellen. Google Maps, egal. Jedenfalls ist das hoch. Diese Karten, ich benutze dieses Infotainment-System nicht. Dieses Infotainment-System ist einfach so. Am Anfang, das Infotainment-System fühlt sich an wie ein iPhone. Stimmt, wie Apple, sehr cool. Aber so viele Jahre später. Das ist etwas weniger cool. Geht wirklich nicht, kein Fahrassistent. Und dann kein 360-Grad-Blick, oh mein Gott. Diese Ausstattung ist einfach unerträglich, jetzt sehe ich dieses Auto. Wenn man diesen Hebel sieht, muss man sich trotzdem freuen. Immerhin gibt es die neue Version des Motorrad 3. Natürlich. Die Motorrad B sollte später mit der neuen Version auch nicht ausgestattet sein. Nein, dieser Hebel hier. Dieser Hebel ist auch weg, beide Hebel sind weg. Der ist auf dem Bildschirm. Also, wenn man diese beiden Dinge sieht, sollte man sich trotzdem freuen. Und das Lenkrad ist immer noch das gleiche Lenkrad. Das hat sich nicht verändert. Und das ganze Auto dann. Anderswo gibt es keinen Unterschied. Im Vergleich zur Vorgängergeneration sollte man sagen, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Ja, einschließlich diesem und jenem. Gibt es auch keinen Unterschied zur Vorgängergeneration. Das war von 2022 auf 2023. Wurde dann diese Farbe der Wollunterhose. Deshalb mag ich es nicht so sehr. Der Rest ist ziemlich gleich. Und das Schiebedach ist diese Art von Schiebedach, die jeder sollte das sehr gut kennen. Ehrlich gesagt. Ich persönlich frage mich, warum man hier keine Sonnenblende anbringen kann. Eigentlich finde ich den Kopffreiraum ziemlich großzügig, um eine Sonnenblende anzubringen. Weil viele Leute sagen, man sollte dieses Sonnendach anbringen.
Weil der Kopfraum im vorderen Bereich des Elektroautos nicht ausreicht. Deshalb ein Panoramadach. Weil es dünn ist. So kann man den Kopfraum erhöhen. Aber ich finde den Kopfraum vorne. Vorne Kopf. Ich finde den Kopfraum vorne ausreichend. Stimmt, 2 Faustschläge. 2 Faustschläge sind kein Problem, oder? Hier ein Sonnenschutzrollo hinzufügen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Warum kann man kein Sonnenschutzrollo hinzufügen? Ich weiß, dass der Platz hinten etwas kleiner ist. Aber der Motor. Modul könnte doch vorne eingebaut werden, oder? Wenn man vorne so sitzt, kann man von hinten nach vorne verschieben. Vollkommen möglich, oder nicht? Es ist einfach. Das da, oder? Die kalifornische Sonne, alles ist möglich, oder? Was ist mit der kalifornischen Sonne los? Die chinesische Sonne ist stärker als die kalifornische Sonne. Viel stärker. Ich meine, dieses Glas schützt nur vor UV-Strahlung. Es isoliert nicht, weißt du. Was meinst du damit? Es bedeutet, es blockiert nur UV-Strahlung, nicht Infrarotstrahlung. Oder man könnte sagen, es blockiert keine Wärmestrahlung. Wenn du so etwas hinzufügst, ist seine Wärmeleitfähigkeit schlecht. Daher kann es Wärmestrahlung blockieren. Stimmt's? Verstehst du, was ich meine? Wenn also im Auto eine Gardine ist es viel angenehmer. Ohne Gardine, selbst wenn dieses Ding, wie soll man sagen, undurchsichtig ist. Aber wenn es in der Sonne ist, kann es 70 Grad haben. 80 Grad. Und es strahlt Wärme auf deine Stirn. Es ist immer noch unangenehm. Also, insgesamt, ist dieses Design eher schlecht. Ich mag's jedenfalls nicht, ich mag's nicht. Naja, kann man nichts machen, Autos sind heutzutage so. Alles von Tesla verdorben. Eigentlich, viele SUVs haben genug Platz für den Kopfraum. Wie der NIO ES6, der ist gut gemacht. Aber manche Autos, vielleicht Kostenproblem, finde ich. Ich denke, es ist ein Kostenproblem. Leute, nicht falsch verstehen. Nicht notwendig, finde ich, es ist ein Kostenproblem. Weil ich finde, der Kopfraum ist ausreichend, okay. Das ist mein vorne eingestellter Zustand. Naja. Ich weiß nicht, ob es mit dem Komfort zu tun hat, egal. Jedenfalls ist der Platz okay, ja. Es gibt so etwas. Mann, das sieht aus wie das von der Fluggesellschaft. Vorne einen Müllsack, egal. Und der Platz hinten ist dann normal. Nichts Besonderes zu sehen. Wie schlecht ist dieser Winkel eingestellt, Mann. Der Platz hinten ist ganz gut und dann. Oh, wurde hier das Design geändert? Mann, ich möchte gerne hinten sitzen. Warum ist die Rückbank so? Wo fängt die Änderung an? Warum ist da noch eine Aussparung? Dieses Ding. Dieses Ding ist typisch für Elektroautos. Perfekt. Selbst wenn es ein Heckantriebsauto wäre, gäbe es keine Antriebswelle. Keine Antriebswelle, das ist sehr praktisch. Es ist eigentlich ganz bequem, hinten zu sitzen. Das mag ich wirklich sehr. Und dann noch. Wenn ich meine Haare berühre und es mag, kann ich meine Füße hier reinstecken. Siehst du, sie sind weit drinnen, das ist sehr bequem. Der Motor 3 dürfte nicht gehen. Mein Motor 3 geht nicht, keine Diskussion. Und jeder kann es selbst erleben. Auf jeden Fall mag ich diese Paar. Da kann man die Füße ganz ausstrecken und liegen. Das ist im Vergleich. Die Economy Class der Fluggesellschaft ist viel bequemer. Und hier gibt es eine verlängerte Version. Das früheste Modell hatte keine Verlängerung. Hier gibt es jetzt nur eine minimale Verlängerung. Natürlich, für mich. Mit meinen langen Beinen, 1,80 im langen Beinen. Diese kleine Verlängerung. Geht schon, ich sitze ja eh nicht hinten, und dann. Der Kopfraum hinten ist nur eigentlich nicht mal eine Faust breit. Die Rückbank ist bestimmt etwas eng. Er hat das so stromlinienförmig gemacht. Ja, etwas peinlich, aber egal. Viele Autos haben das Problem. Er hat zumindest kein solches Problem. Hier gibt es keine Ablage. Das nennt man eine Verdunkelungsplatte, Ablagefach, egal. Jedenfalls fehlt diese Platte. Es hat Vor- und Nachteile. Man kann Sachen darauf stapeln. Aber ohne Platte fühlt es sich an, als wäre es mit dem hinteren Teil verbunden. Etwas seltsam. Naja, egal. Was gibt es noch? Dann. Diese Rückenlehne kann hier eingestellt werden. Die Rückenlehne einstellen. Dieser Neigungswinkel ist ehrlich gesagt sehr bequem. Im Auto sitzen sollte also ganz gut sein. Aber mit dem Autofahren gibt es keine Probleme. Aber ich finde, das einzige Problem bei diesem Auto ist die Geschwindigkeit. Das AP ist nicht so gut zu gebrauchen. Wann also? Könnte FSD etwas besser sein? Mitfahren ist bestimmt kein Problem. Autofahren, besonders auf langen Strecken, ist sicherlich etwas anstrengend. Okay, dann lassen wir es so in Form. Es gibt nichts zu sehen. Lass mich mal sehen, wie weit das Fenster runtergeht. Oh, das geht.
Geht auch nicht so weit runter, geht auch nicht so weit runter, Verbundglas. Das ist schon Standardausstattung, okay. Im Auto ist es ziemlich heiß, Mann, schau mal. Die Stirn ist ganz glänzend von der Sonne, unglaublich. Das ist eben das Problem mit Tianmu Autos, siehst du, heute ist es draußen. 27 Grad, oder? Ja, der Himmel sieht ganz schön aus. Sonnengebräunte Stirn glänzt. Ja, ziemlich schick. Ohne Haare wäre er noch auffälliger. Im Auto braucht man ja gar kein Licht. Okay, ich mache keinen Spaß mehr. Unglaublicher Kofferraum. Der Kofferraum dieses Autos ist mein Lieblingsort. Der Kofferraum ist wirklich groß. Es geht nicht nur um die Größe. Er hat vor allem zwei seitliche Aussparungen, zwei tolle Aussparungen. Zu den beiden seitlichen Aussparungen kommt noch eine tiefere Aussparung. In dieser tiefen Aussparung kann man bestimmt viel unterbringen. Deshalb ist die Ladekapazität dieses Autos wirklich stark. Deshalb mag ich ihn sehr. Ansonsten gibt es nichts Besonderes zu sehen, elektrische Heckklappe. Schau mal nach vorne. Der vordere Kofferraum. Nach der Wäsche ist der vordere Kofferraum wirklich groß. Das Ding gefällt mir sehr. Dieses Auto hat wirklich einen vorderen und einen hinteren Kofferraum. Wenn man zum Aufnehmen rausfährt. Ich kann 2 Tonwagen mitnehmen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Dieses Schlafzimmer ist intensiv. Muss zugeben, Ladekapazität. Motorrad nur erster Gang. Oh, da ist noch ein Gesang nebenan, verdammt. Und das sind Goodyear-Reifen. Früher waren es, glaube ich, Hankook-Reifen. Warum jetzt Goodyear? Ein Hankook-Reifen, letztes Mal. Reifen durchstochen, 1600 € gekostet. Ich weiß nicht, wie viel dieser Goodyear kostet. Die Reaktion ist, dass der Nebel zu breit ist, so soll es sein. Nicht viel zu sagen. Das Aussehen ist immer noch das gleiche. Ehrlich gesagt, wenn man es lange betrachtet, ist es doch etwas hässlich. Wie eine Kröte. Okay, so soll es sein, nicht viel zu sagen. Los, Dynamik, Dynamik.